Im Dörfchen Meierhöfen im Allgäu liegt eine kleine Werkstatt, in der ein Traditionshandwerk ausgeübt wird. Hier lebt und arbeitet Sigrid Mückenheim. Seit über 60 Jahren ist sie Metallgraveurin, spezialisiert auf Waffengravur und Tiermotive. Also ich graviere Messerklingen, und zwar einmal mit einem Fuchs und dann mit einem Wildschwein. Lieblingstier der Jäger. Und wir dürfen dabei zusehen, wie sich dieses alte Handwerk über die Generationen verändert und weiterentwickelt. Es beginnt mit dem Abzeichnen des Motivs auf Klingengröße. Ihre Vorlage für den Fuchs holt sich Sigrid Mückenheim, die von den meisten nur Mücke genannt wird, aus einem Klassiker der Tiermalerei von Rien Poortvliet. Doch bevor der Fuchs aufs Messer darf, kommt das Messer auf das sogenannte Graveurskit. Damit lässt es sich zum Arbeiten in den Schraubstock einspannen, ohne die Klinge zu beschädigen. Das Rezept für ihr Kit ist uralt und traditionsreich. Man kann es kaufen, aber wir haben das früher immer selber hergestellt, und zwar aus Bimsmehl, Schusterpech und Siegellack. Und das wurde gekocht und stinkt ganz furchtbar. Dann überträgt Mücke den Fuchs. Mit Deckweiß färbt sie die Klinge ein, damit sie mehr Kontrast beim Aufzeichnen des Motivs hat. Wenn die Farbe getrocknet ist, werden die Umrisse des Fuchses mit Kohlepapier und Bleistift abgepaust. Die Details arbeitet Sigrid Mückenheim von Hand nach. Ist alles gut draufgekommen? Okay. So. Mit einer Anreißnadel ritzt Mücke das Motiv im Metall vor. Denn das Deckweiß und die Kohlestriche müssen natürlich wieder weg. Sehen wir doch den Zirkel. Für die ersten Schläge zeichnet Mücke noch eine sehr wichtige gerade Linie vor. Jetzt ziehe ich mit dem Zirkel eine Linie, damit ich das nachstechen kann, und begrenze damit das Bild. Sonst sieht es ja nachher unordentlich aus, wenn da und da mal irgendwas vorguckt. Dann darf sie endlich zum Hammer greifen und die ersten Schläge im Metall machen.
Dafür benutzt sie einen Spitzstichel und ihren geliebten Gravierhammer. Die Schlagfläche des Hammers ist extra abgerundet, damit das Ziel leichter fällt. Wenn ich arbeite, schaue ich doch vorne auf meine Stichelspitze und kann gar nicht hinten gucken. Aber er trifft immer. Also der wurde dir dann, wenn du ausgelernt hast, hat man ihn dir geschenkt. Das ist noch ein ganz alter. Um genau zu sein, über 60 Jahre alt. So klopft Mücke vor sich hin und lässt im Handumdrehen die Umrisse des Fuchses entstehen. Weißt du, und wenn du dann so klopfst, da kannst du deinen ganzen Frust rausklopfen. Das ist einfach Freude. Ihre Ausbildung zur Waffengraveurin hat Mücke mit 14 Jahren im Thüringer Ort Suhl begonnen. Den Suhler Stil graviert sie bis heute. Und seit damals hat sie dafür einen ganz besonderen Helfer. Ihren drehbaren Schraubstock, der schon weit über 100 Jahre alt ist. Das ist ein richtiger spezieller Graveurschraubstock. Um jetzt englische Ornamente oder so Schwünge drehen zu können, da geht es natürlich hier schneller. Vor allen Dingen macht es mehr Spaß, ja, wenn man dreht. Ich hatte schon einen Kunden, der hat dann meinen Schraubstock festgehalten. Er meinte, Sie müssen meinen Schraubstock loslassen, da kann ich nicht drehen. Na, aber das ist wirklich so. Nee, also ein richtiger Graveur, der dreht dann den Schraubstock. Das ist gar kein Problem. Und du kannst ihn ja auch feststellen. Na, das ist ja das Gute noch. Aber eben perfekt wäre es, wenn man noch kippen könnte. Nun ja, man kann leider nicht alles haben, aber geschärfte Stichel sind Pflicht. Der nächste Schritt, das wäre, dass ich den Grund rausnehme und daraufhin kann ich dann auch die Gräser ganz fein ausstechen. Dadurch kommt das Tier plastisch nach oben, also es sieht dann lebendiger aus. Die Fadenstichel, die Mücke dafür nutzt, sind ein traditionelles Werkzeug. Durch ihre spezielle Form lässt sich mit wenigen Schlägen viel Material entfernen. Aber dabei geht Mücke bewusst ganz behutsam vor. Ja, dass ich die Umrisse des Tieres nicht verletze, dann sonst habe ich ein Problem, dann wird ein Haar vielleicht zu dünn. Und das will ich nicht. Neben Hammer und Stichel ist die Zeit das wohl wertvollste Werkzeug der Graveurin. Und nach vielen hunderten Schlägen ist der Hintergrund fürs Erste grob skizziert. Ich sehe den Fuchs, der ist gut positioniert. Und jetzt kommt das Drumherum. Seine natürliche Landschaft wird jetzt gestaltet, damit er sich auch wohlfühlt. Und was braucht so ein Fuchs, um sich richtig wohlzufühlen?
Natürlich etwas zum Fressen und zum Jagen. Wie wär's diesmal mit ein bisschen Geflügel? Denn jedes Bild auf Metall soll auch seine eigene Geschichte erzählen. Ich stelle mir das halt so vor, wenn der Fuchs erscheint, aus dem Wald rauskommt oder aus dem Dickicht und die Gänse, die waren vorher am Wasser und dann brechen die plötzlich hoch. Also ich sage mir immer, der Betrachter hat dann eine gewisse Fantasie, wo er sagen kann, ja, die Enten fliegen jetzt weg und der Fuchs ist gesichtet worden. Na, und da musst du ein bisschen dann die Fantasie der Leute anregen. Und weil Gänse und Enten am Wasser leben, bekommt das Motiv noch Schilf und Wellengang. Mit einem kürzeren Spitzstichel macht sich Mücke an die Bäume, damit der Fuchs im Wald steht. Für noch mehr Tiefe im Bild nimmt sie eine sogenannte Punze. Siehst du, und da merkst du, die feineren Schläge, die werden dann immer dünner, also dringen nicht so tief in das Material ein. Und die hier, die sind dann richtig tief drin. Und das gibt dann so ein bisschen Effekt der Ferne. Im Gegensatz zum Stichel verformt die Punze das Metall nur, anstatt es zu schneiden. Nach einigen Arbeitsstunden hat Mücke ihr erstes Messermotiv schon gut ausgearbeitet. Damit macht sie sich dann auf den Weg. Zuerst ganz gemächlich. Und dann mit 440 PS einmal quer durchs Allgäu ins Nachbardorf zu ihrer Freundin und Graveurskollegin Sarah Wolzke. Der Fuchs guckt in den Bau rein und du siehst nur den Schweif. Das wäre auch mal was. Vielleicht wäre für die Jäger interessant, weil dann ist er schon weg. Also die sind toll. Die beiden Frauen stammen zwar aus unterschiedlichen Generationen, doch ihre Leidenschaft für das Gravieren verbindet sie. Vielleicht nicht so spannend wie ein Tierchen. Sie tauschen ihre Gedanken und Ideen gerne aus und ergänzen sich damit, auch wenn ihre Herangehensweisen ganz unterschiedlich sind. Die Ferlacher Wappen da Ja, einbauen. super. Ich finde das ist so schön, dass ich bei ihr schauen darf, weil es ist nicht selbstverständlich. Beim Gravieren, das ist so eine langsam erlernte Talent,
Und das dauert jahrelang, das drauf zu bauen. Und jemand zu haben, der neben mir ist, direkt so in Nachbarschaft, wo ich sagen kann, hey, ich habe Frage, wie kann ich das besser hinkriegen? Wie soll ich das gestalten? Die eine Ahnung hat von die jahrelangen Erfahrung und es einfach frei öffentlich an mir gibt, das ist unbezahlbar. Und das ist so, ich kriege Gänsehaut. Also das ist, also wirklich. Das ist doch Handarbeit und sie setzt das halt auf ihre Art und Weise um und das finde ich schön. Also Sarah, ich finde es ganz toll, dass das mal das Erbe weitergegeben werden kann. Ja. Das ist schön. Für Sarah geht es in ihren Gravierkeller. Mit 17 Jahren ist die Amerikanerin direkt nach der Highschool nach Deutschland gekommen. Hat mit 20 für 4 Jahre im österreichischen Kärnten den Verlacher Gravierstil gelernt und ist irgendwann im schönen Allgäu gelandet. Dort graviert sie nun, diesmal eine Gürtelschnalle. Den Messingrohling dafür bringt sie zunächst ganz ähnlich wie Mücke auf ihrem Kit aus geschmolzenem Heißkleber an. Und auch hier wird erst einmal der Rahmen abgesteckt. Ihren am Tablet entstandenen, ausgedruckten Entwurf überträgt sie mit Aceton direkt aufs Metall. Nicht nur beim Entwurf, auch sonst arbeitet Sarah mit anderem, vielleicht etwas modernerem Gerät. Zum einen ist da ihre Gravierkugel, typisch für die Verlacher Schule. Und ihr Airgraver. Das ist eine pneumatische Meißel sozusagen, da ist ein kleiner Hammer drin. Und dann kann man einfach durch einen kleinen Luftkompressor dann anschalten. Und das ist für uns eigentlich wie der Hammer für den Meißel, für Sigrid. Ich bevorzuge den Airgraver, man hat mal viel bessere Kontrolle. Es ist ein bisschen so wie Automatik und Handschaltbetrieb zu fahren. Es gibt manche Sachen, wo man sagt, okay, diese Strecke ist vielleicht, braucht man schon im Handschaltbetrieb, aber andere Sachen, wo man einfach mal, okay, das ist schön nur zu lenken. Und gerade bei Konturstecken und so ist es schön, wenn man nur auf das Lenken fokussiert und nicht, okay, wie viel Gas muss ich geben, welcher Gang muss ich sein. Bei Sarah dreht sich nicht der Schraubstock, sondern die Unterlage, auf der ihre Gravierkugel liegt. Für die klaren Linien braucht sie vor allem eine ruhige Hand und ruhigen Atem. Darum arbeitet sie am liebsten in der Nacht. Also das Schönste für mich ist, das ist ein bisschen so wie Meditieren. Und für mich Gravieren, man braucht mal die Stille, man braucht die Leise, man braucht das Geduld. Und also es ist immer dieser ewige Kampf sozusagen, dass, okay, jetzt muss ich runterkommen, jetzt muss ich mich durchschnaufen und konzentrieren und einfach ein bisschen langsamer bewegen.
Nach den geschwungenen Linien wartet eine noch größere Herausforderung, die Geraden. Man denkt, okay, das dürfte viel einfach sein, aber im Endeffekt, die sind wahrscheinlich die schwierigste, was man machen kann. Besonders ganz lange gerade Striche, weil, wie gesagt, man muss einfach mal, man denkt nicht um den Stich, man denkt mal eigentlich um den Handgelenk, weil man macht die ganze Konzentration hier, weil sonst gibt man Bewegungen und dann sieht man, so, dass es nicht so ein gerader Strich ist. Es gibt für andere Graveur vielleicht andere Baustellen, aber für mich, das ist mein Everest sozusagen. Wir mal schöne gerade Stiche haben und auch das ist die ewige Kampf. Und dann darf Sarah ganz in Ruhe in die Nacht reinarbeiten. Am nächsten Tag sind alle Konturlinien gestochen. Das Motiv ist im Messing. Also wir werden jetzt den Hintergrund vertiefen und das machen wir mit einem Hammer und einem Meißel. Also der Hammer ist ähnlich beim Secret, meiner ist ein bisschen leichter vom Gewicht her. Und dann verwenden wir eine Spitzmeißel, das ist ein bisschen so wie ein keilförmiges Boot sozusagen. Auch ein ähnliches Werkzeug, was Secret verwendet. Und wir werden mal unsere Außenkontur stechen oder meißeln, dass wir immer noch diese schöne Wand haben von den Konturen, was wir gestern mit dem Airgraver gestochen hat. Und der Hintergrund, wo wir einlegen, wird noch mal tiefer gesetzt, sodass die Platte richtig hält. Um den Hintergrund zu vertiefen, benutzt Sarah Meißel aus HSS-Stahl mit Alugriffen. Ihre Werkzeuge wie Meißel, Punzen und Hammerstiel hat Sarah während ihrer Ausbildung in Verlach selbst gefertigt. Im Vergleich zu dem Sula-Stiel ist das ein bisschen feiner, weil wir tun viel mehr mit dem Handstiel arbeiten als mit dem Meißel. Wobei durch die Sigrid kennenlernen, da arbeite ich viel mehr mit dem Meißel und ja, also ich habe mehr einen gemischten Stil. Mit dem Meißel schneidet Sarah das Material an der Stelle raus, in die dann eine Aluplatte für das Verlacher Wappen eingelegt wird. Der Schritt, bei dem die beiden Metalle verbunden werden, nennt sich Einlegen oder Tauschieren. Damit es funktioniert, muss Sarah zunächst Platz schaffen. Das ist hier für unser Wappen. Und dann müssten wir mal immer schauen, dass es gut passt. Und da sieht man, das passt ziemlich gut jetzt. Aber dafür müssen wir jetzt diese Unterschneidungen machen, dass der Material, wie gesagt, nach unten ausbreiten kann, sodass diese Aluplatte einen Platz hat zum Expandieren, zum Ausdehnen, dass es richtig schön hält, dass es eine kalte Verbindung ist sozusagen. Mit einer speziellen Punze unterhaut Sarah die Ränder mit dem sogenannten Schwalbenschwanz. Beim späteren Einpressen dehnt sich die Aluplatte in diese Rille aus und verklemmt sich dauerhaft darin. So, man sieht vielleicht nicht viel, aber es ist wichtig, dass man so eine schöne Rille bekommt. Da kann man richtig mit der Fingernagel unten drunter gehen und dann weiß man, dass es ein guter Schwalbenschwanz ist. Das Ganze ist eine rein mechanische Verbindung. Kleber verwendet Sarah nicht. Eine qualitativ eingelegten Platte soll man nicht mit so Klebstoff irgendwie verschmiert sein. Es gibt manche Leute, die das machen, aber wir haben immer im Verlag gelernt, es soll man einfach mal gescheit unter Haut und dann sollte das mal halten. Besonders auf ein Gewehr oder so, wenn man so Kleber macht, das wird nachher gehärtet und es kann sein, dass die Chemikalien drin irgendwas macht zu dem Metall und das will man nicht. Und so, wenn es eine reine kalte Verbindung ist sozusagen, das ist das Beste. Damit die Verbindung besser hält, schlägt Sarah ein Karo-Muster rein und spitzt es mit der Unterhauptpunze wie Zähne an, in denen sich Einlagen und Untergrund ineinander verkeilen können. Das ist richtig rau
Und jetzt schauen wir mal, ob unsere Platte da reinpasst. Dann müssen wir das ein bisschen so wie eine Puzzleteile da rein. Und dann tun wir das mal ein bisschen wackeln. Und wenn es nicht wackelt, das bedeutet, we are good to go. So, dann können wir das versuchen zum Einlegen. Beim Einlegen oder auch Tauschieren werden andere Metallteile in die Messingplatte eingepresst. Das Hirschgeweih aus Kupfer heizt Sarah vorher auf, damit es weicher wird. Sonst hat es eine ähnliche Härte wie das Messing und lässt sich nicht gut einlegen. Nachdem Sarah alle Einlagen in Position gebracht hat, presst sie diese mit Hilfe einer Auflageplatte, ihrer Gravierkugel und viel Kraft in den Messingrohling. Und im Handumdrehen sind alle Teile eingelegt. Für den plastischen Effekt trägt Sarah mit dem elektrischen Kugelfräser gezielt Material ab. Bei dem eingelegten Geweih haben wir nur den Silhouette gemacht. Und hier sieht man, dass ein paar von den Stangen sich überlegen aufeinander. Und dann können wir das mal dreidimensional dann rausformen mit dem Fräser. Feinarbeiten, Details ausarbeiten, punzieren. Das dauert nochmal viele Stunden und wir lassen Sarah ganz in Ruhe in die Nacht hineinarbeiten, wie sie es am liebsten macht. Bei Mücke ist unterdessen schon das zweite Messermotiv ausgearbeitet. Das Wildschwein vor dem Kartoffelfeld wartet auf seine letzten Charakterzüge. Die Schattierung, da siehst du erstmal, ob dir das Tier gelungen ist. Diese Schattierung, die bringt halt das Leben in das Bild rein. Ja, und da musst du die Muskeln und eben die Haare vom Wildschwein, das sind ja richtig grobe Borsten, das musst du alle ein bisschen detailliert darstellen können. Aber das Wildschwein muss sich noch etwas gedulden. Erstmal bekommt der Fuchs sein metallenes Fell. Für diese kleinsten Details hat Mücke zwar kein Mikroskop wie Sarah, aber zumindest eine Handlupe. Tausende kleine Kratzer sorgen für den Tiefeneffekt. Mücke kreuzt die Stiche an den Stellen, an denen sie mehr Schatten möchte. Und dieser Prozess dauert eben so lange, wie er dauert.
Das muss sein. Und wenn es mir nicht gefällt, wird so lange gemacht, bis es mir gefällt. Und dann kommt der Kunde und der kann auch noch korrigieren. Aber irgendwann, nach tausenden Mikrokratzern, ist Mücke dann zufrieden. Seit ihrer Jugend graviert sie, stellt sich noch die Frage, wann sie eigentlich mal an den Ruhestand denkt. 3 Buchstaben, N-I-E. Nie. Ich könnte den nicht missen, meinen Beruf, vor allen Dingen meinen alten Schreibstock nicht, der sich so schön dreht. Weil von der Idee zur Umsetzung. Und dann siehst du das Endprodukt. Und das ist doch das Schöne. Dann darf sich auch das Wildschwein auf seine Details und schönen Borsten freuen. Aber ganz fertig ist Mücke noch nicht. Jetzt wird es eingeschwärzt, beziehungsweise entweder mit Asche und Öl oder man kann Druckerschwärze nehmen. Das ist Asche, Zigarettenasche. Zigarrenasche ist noch besser. Mit Asche zu schwärzen ist nicht gerade typisch, aber Mückes persönliche Vorliebe. Erstmal bleibt es in der Tiefe haften und die Nuance ist ein bisschen milder als jetzt bei Druckerschwärze. Weil Druckerschwärze ist ja total schwarz, ist ja klar. Na, und bei Asche finde ich das schöner. Mücke selbst raucht übrigens nicht. Die Asche bekommt sie sozusagen gespendet. Ein Tropfen Öl bindet die Asche und macht, dass sie besser in den Tiefen der Gravur haftet. Dann sind beide Klingen fertig. Das ist immer neu. Das ist immer neu. Also jedes Stück ist anders und jedes Stück ist für dich eine Befriedigung, wenn es dir gefällt. Und wenn es dem Kunden natürlich gefällt, ist es noch besser. Ja, und jedes ist ein Unikat. So ein Unikat soll nun auch aus Sarahs Gürtelschnalle werden. Sie hat die Schnalle fertig graviert, jetzt wird das Stück patiniert. Zuerst entfettet Sarah das Metall mit Aceton. Dann wird es spannend. Also ich bin voll aufgeregt. Weil wie gesagt, man sieht einfach mal einen krassen Unterschied zwischen das Hochglänzende und das so rustikale, das Dunklere. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber rede. Also das wird ganz spannend. So, hoffentlich haben wir ein cooles Ergebnis. Damit die Schnalle einen rustikaleren Look bekommt, nutzt Sarah eine Patina mit Selendioxid. Die Säure reagiert im Handumdrehen mit Kupfer und Messing, nicht aber mit den Aluminiumeinlagen, die Sarah hervorheben möchte. Mit Stahlwolle hält sie einzelne Nuancen wieder auf. Dann schwärzt auch Sarah die Tiefen, kräftig mit Druckerschwärze. Für mich einfach irgendwas mit die Hände zu machen, so geschaffen aus nichts, das ist besonders reizvoll. Also ich finde, das ist wirklich meine Leidenschaft. Ob das mal im Garten ist, die eigenen Tomaten anbauen oder jagen, das eigene Tier zu erlegen oder
die Hühner von Küken aufzuerziehen oder ein Gürtelschnalle von ganz blank zu ganz fertiges Produkt. Also für mich ist das, ja, das ist meine totale Leidenschaft, einfach mit den Händen zu arbeiten und was aus dem Nichts zu schaffen. Und Sarah wirkt zufrieden mit ihrem Ergebnis. Also ich bin sehr stolz auf das. Die Farbe jetzt durch das Patinieren, jedes Blatt darf ein bisschen anders sein. Es ist nicht so wie bei Arabesken, weil das immer so gleich ausschauen muss. Also da darf sich jeder einen eigenen Charakter haben, ein bisschen eigene Persönlichkeit. Und ich glaube, das strahlt richtig durch. Damit die Bilder für die Ewigkeit halten, werden Gürtelschnalle und Messer noch gehärtet, bevor sie zum Kunden dürfen. Wie lange ein Projekt dauert und wie viel es kostet, ist selbstredend von der Größe und den Details abhängig. Für Gürtelschnalle und Messer zahlt man jedenfalls mehrere hundert Euro. Nach oben sind die Preise offen, denn jedes ist ein Unikat mit eigener Geschichte. Nicht eingerechnet, weil unbezahlbar ist jedoch das Wissen, dass diese beiden mit ihrer Arbeit für das Traditionshandwerk der Metallgraveurinnen erhalten. Was hat dich am meisten an dieser Handwerkskunst begeistert? Schreib es uns in die Kommentare und wir freuen uns natürlich über dein Kanalabo.